Hallo, heute zeige ich euch, wie man bei einer chemischen Reaktion die Menge der beteiligten Stoffe berechnen kann. Das ist so wie bei einem Kochrezept, da muss man ja auch wissen, wie viele Zutaten man von der einen und von der anderen Sorte benötigt. In der Chemie heißt das stöchiometrisches Rechnen. Dafür gibt es einen Ablauf aus 4 Schritten, den ich euch gleich zeigen werde. Ich mache das gleich mal an einem anschaulichen Beispiel. Wir haben hier eine Gasflasche mit Propangas, da sind 11 Kilogramm verflüssigtes Propan drin. Und wenn wir die auf dem Grill verbrennen, dann wollen wir wissen, wie viel Kilogramm CO2 entstehen dabei und wie viel Liter kondensiertes Wasser bekommen wir. Die 4 Schritte, die sehen folgendermaßen aus. Wir müssen zuerst für diesen Ablauf eine Reaktionsgleichung aufstellen. Dann nehmen wir die gegebenen Werte und rechnen die mit der Molmasse in eine Stoffmenge in Mol um. Im dritten Schritt schauen wir dann für die gesuchten Stoffe anhand der Mol-Verhältnisse in unserer Reaktionsgleichung, wie viel Mol wir von jeder Substanz erhalten. Und im vierten Schritt rechnen wir diese Mol dann wieder in Masse oder Volumen um, je nachdem, was gefragt ist. So, los geht's. Zuerst wollen wir eine Reaktionsgleichung hierfür aufstellen. Wir haben Propan, da brauchen wir erstmal die chemische Formel für Propan. Da erinnern wir uns an die homologe Reihe der Kohlenwasserstoffe. Methan sieht so aus, Ethan so, Propan so und Butan so. Propan hat also 3 Kohlenstoffatome, die von 8 Wasserstoffatomen umringt sind. Also haben wir für Propan die chemische Formel C3H8. Welche Zutaten haben wir noch? Da das Propan an Luft verbrennt, bekommen wir noch Sauerstoff hinzu. Und was entsteht dabei? Das steht hier, einmal bekommen wir CO2 und außerdem noch Wasser. Vielleicht seid ihr überrascht, dass bei der Verbrennung von Propan auch Wasser entsteht, aber das ist tatsächlich so. Es entsteht Wasserdampf erstmal über der Flamme und wenn man diesen Wasserdampf auffängt, dann könnte er einer kalten Platte kondensieren und wir bekommen Wasser. Nun müssen wir diese Reaktionsgleichung ausgleichen, das heißt dafür sorgen, dass auf der rechten und auf der linken Seite gleiche Anzahlen von Atomen vorhanden ist. Wir haben links 3 Kohlenstoffatome, dann brauchen wir rechts auch 3 Kohlenstoffatome. Das erreichen wir, indem wir dieses Molekül mal 3 nehmen. Den Sauerstoff, den können wir noch nicht berechnen, weil er hier an 2 verschiedenen Stellen vorkommt. Deswegen schauen wir uns zuerst den Wasserstoff an. Links haben wir 8 Wasserstoffatome, dann brauchen wir rechts auch 8 Stück. Da hier das Wassermolekül 2 hat, brauchen wir insgesamt 4 Wassermoleküle, dann haben wir hier auch 8 Wasserstoffatome. Jetzt können wir den Sauerstoff ausrechnen. Wir haben nämlich rechts 3 mal 2 macht 6 Sauerstoffatome. 4 mal 1 macht 4, also insgesamt 10 Sauerstoffatome. Dann brauchen wir auch 10 auf der linken Seite. Das sind also 5 O2-Moleküle. Damit ist diese Reaktionsgleichung ausgeglichen. Im zweiten Schritt müssen wir jetzt die Stoffmenge der gegebenen Werte berechnen. Gegeben sind 11 Kilogramm Propan. Um eine Stoffmenge zu berechnen, brauchen wir das Molgewicht von Propan. Das setzt sich zusammen aus 3 mal dem Molgewicht eines Kohlenstoffatoms und wir sehen im Periodensystem, dass Kohlenstoff 12 Gramm pro Mol wiegt. Das Atom kommt 3 mal im Molekül vor, also mal 3. Wasserstoff wiegt 1 Gramm pro Mol und davon haben wir 8 Stück. Insgesamt macht das ein Molgewicht von 44 Gramm pro Mol. Also 1 Mol, das heißt 6 mal 10 hoch 23 Moleküle Propan, wiegen 44 Gramm. Wenn 44 Gramm 1 Mol sind, dann sind 11 Kilogramm eben 11.000 Gramm geteilt durch 44 gibt 250 Mol. Wir haben 250 Mol Propan zur Verfügung. Im dritten Schritt berechnen wir die Stoffmengen der anderen Verbindungen.
und die bekommen wir anhand dieser Vorfaktoren. Wenn wir nämlich hier sehen, ein Molekül Propan reagiert ja mit 5 Molekülen Sauerstoff, dann heißt es, dass 250 Mol Propan mit der 5-fachen Menge 1250 Mol Sauerstoff reagieren. Und entsprechend bekommen wir auf der rechten Seite als Ergebnis die 3-fache Menge 750 Mol CO2 und die 4-fache Menge 1000 Mol Wasser. Im 4. Schritt müssen wir nun diese Stoffmengen wieder in die gesuchten Massen oder Volumen umrechnen. Dazu brauchen wir wiederum die Molmassen. Zunächst die von CO2 setzt sich wieder zusammen aus einem Atom Kohlenstoff, wiegt 12, und 2 Atomen Sauerstoff, jedes wiegt 16, macht zusammen zufällig auch wieder 44 Gramm pro Mol. Da bei dieser Reaktion 750 Mol entstanden sind, haben wir also 750 mal 44 Gramm gibt 33 Kilogramm Kohlendioxid. Als nächstes kommt das Wasser. Das hat ein Molgewicht von 18 Gramm pro Mol. 1000 Mol haben wir, also entstehen 18 Kilogramm Wasser. Achtung, es ist ja nicht nach der Masse Wasser gefragt, sondern nach dem Volumen Wasser. Aber das ist kein Problem. Wir wissen ja, wie man eine Masse in ein Volumen umrechnet. Volumen ist nämlich Masse geteilt durch Dichte und das ist bei Wasser besonders einfach, denn das Wasser hat eine Dichte von 1 Kilogramm pro Liter, also sind es auch 18 Liter Wasser. Antwort: Es entstehen bei unserer Verbrennung 33 Kilogramm CO2 und 18 Liter Kondenswasser. So, das war jetzt einmal der Ablauf in den 4 Schritten. Ich möchte euch gerne noch ein zweites Beispiel zeigen, weil es kann der eine oder andere Kniff noch in der Aufgabe vorkommen. Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir haben 127 Gramm Kupfer und das soll in verdünnter Salzsäure vollständig aufgelöst werden. Frage: Wie viel Liter 10%ige Salzsäure brauchen wir dafür, um dieses Kupfer aufzulösen? Und wie viel Kupferchlorid entsteht dabei und wie viel Liter Wasserstoff entstehen? Also wir bringen das Kupfer hier rein, es entsteht Wasserstoff, der steigt nach oben und das Kupfer löst sich auf. Wir gehen wieder die Schritte durch. Zuerst müssen wir eine Reaktionsgleichung aufschreiben. Wir haben zur Verfügung das Kupfer. Das S hier hinten bedeutet, dass es solid, also in fester Form vorliegt. Als weitere Zutat haben wir HCl, also in Wasser gelöstes HCl, das nennt man Salzsäure. Auf der Ergebnisseite bekommen wir das Kupferchlorid in Wasser gelöst und Wasserstoff, der als Gas nach oben steigt. Zuerst müssen wir die Reaktionsgleichung ausgleichen. Wir sehen, Kupfer passt schon auf beiden Seiten, Wasserstoff noch nicht, dann brauchen wir hier einen Faktor 2. Damit haben wir 2 Wasserstoffe und 2 Chloratome passen mit diesen 2 Chloratomen zusammen. Damit sind wir hier schon fertig. Zweiter Schritt: Das gegebene Chlor müssen wir nun als Stoffmenge umrechnen mit Hilfe der Molmasse von Kupfer. Wir sehen im Periodensystem, Kupfer hat 63,5 Gramm pro Mol. 127 Gramm ist genau das Doppelte, also haben wir 2 Mol Kupfer. Die Stoffmengen der anderen Verbindungen sind einfach. Beim HCl haben wir einfach die doppelte Molmenge, 4 Mol. Kupferchlorid stimmt wieder mit dem Kupfer überein, sind 2 Mol. Wasserstoff ebenfalls 2 Mol, weil wir hier keinen Vorfaktor haben. Hier steht praktisch eine 1, also genauso viele Atome, wie wir hier haben. Nicht Atome, sondern Moleküle. Jetzt können wir hieraus die gesuchten Massen berechnen. Zunächst für das Kupferchlorid die Molmasse von HCl. Lass uns mal mit HCl beginnen. Beträgt 1 von Wasserstoff, 35,5 vom Chlor, also 36,5 Gramm pro Mol. 4 Mol haben wir hier in der Reaktionsgleichung. Also 4 Mol mal 36,5 ergibt 146 Gramm HCl. Achtung, das ist jetzt nur die Masse vom Wasserstoffchlorid. Das ist noch nicht die Salzsäure, denn wir haben hier eine 10%ige Lösung von HCl in Wasser.
Also unsere gesamte Salzsäure, die wässrige Lösung, hat die 10-fache Masse. Das sind 1460 Gramm oder 1,46 Kilogramm. Und außerdem ist nicht die Masse der Salzsäure gefragt, sondern das Volumen in Litern. Dann müssen wir diese Masse in Liter umrechnen. Dazu brauchen wir die Dichte von unserer Lösung, 1,05 Kilogramm pro Liter. Damit ist das Volumen der Salzsäure m durch Rho 1,39 Liter. Und jetzt kommen wir zum Kupferchlorid. Die Molmasse ist die von Kupfer plus zweimal von Chlor, 134,5 Gramm pro Mol. 2 Mol haben wir, also bekommen wir insgesamt 269 Gramm Kupferchlorid. Und die Menge vom Wasserstoff könnten wir theoretisch genauso ausrechnen über das Gewicht. Aber bei Gasen gibt es einen viel einfacheren Weg. Es gibt nämlich das sogenannte universelle Gasvolumen. Jedes Gas hat, also 1 Mol jeden Gases, hat nämlich ein Volumen von 22,4 Liter unter Normalbedingungen, das heißt bei Zimmertemperatur und Normaldruck. Und das können wir hier ganz schick verwenden. Wir haben 2 Mol Wasserstoff, also haben wir 44,8 Liter Wasserstoff, die entstehen. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Es entstehen 269 Gramm Kupferchlorid in gelöster Form und 44,8 Liter Wasserstoff gehen nach oben raus. Ja, wunderbar. Das war das Vorgehen für die stöchiometrischen Berechnungen.